Ich habe mich heute Morgen gefragt, ob ich jetzt mit Elon Musk gerne lunchen würde oder ob ich das gerne vor 10 Jahren gemacht hätte, als er mitten so in der Kurve nach oben war mit seinen Unternehmungen, die er gegründet oder gekauft hat. Und ich glaube, ich würde jetzt eigentlich gerne mit ihm essen gehen, weil er ist ja momentan die Sau, die durch die Gänge gejagt wird. Er nennt sich selber Mr. Twit, was schon abwertend ist, und das macht er eben selber. Er ist in einer extrem peinlichen Situation, zu viel bezahlt für Mist, und jetzt muss er gucken, was er daraus machen kann. Aus der Nummer kam er nicht raus. Was ist Elon Musk auf der Narzissmus-Skala? Extrem hoch. Und das Schöne an Narzissten ist, dass sie uns ganz viel Sachen geben, die wir lieben. Zum Beispiel Arbeitsplätze, zum Beispiel Unternehmen, Sachen, wo wir uns betätigen können. Und alle lieben eigentlich Narzissten, bis sie dann merken, dass es ein Narzisst ist. Und das merken sie dann, wenn sie von einem Narzissten geführt werden. Oder noch schlimmer, wenn ein Narzisst im privaten Umfeld sein Unwesen treibt. Weil der Narzisst natürlich nur sich selber sieht. Und diese totale Überzeugung von sich selbst, dieses sich ergötzen an meinem Ebenbild im Wasser, da kommt ja der Name aus der Mythologie, treibt ihn eben dazu, andere auch mitreißen zu können. Und wenn wir Narzissten nicht hätten, hätten wir keine florierende Wirtschaft. Wenn wir Narzissten hätten, hätten wir nicht so viele Führungsprobleme. Und Narzissten sind gut, um Unternehmen zu führen. Narzissten sind gut, Unternehmen aufzubauen. Ein Narzisst wie Elon Musk legt sich auch neben das Fließband, als der Tesla nicht richtig lief in der Produktion in den USA. Ein Narzisst tanzt in Berlin oder in Brandenburg-Berlin in dem Werk bei der Pressekonferenz, als die ersten Y-Modelle vom Band gelaufen sind. Weil er sich eben in den Kameras und in der Sonne und in seinen Erfolg ergötzt. Aber er opfert eben alles für seinen Narzissmus. Wenn Narzissten führen, sehen sie leider immer noch sich selber und nicht das Wohl der Person, die geführt wird. Und das macht es schwierig und das macht es toxisch. Und wenn eine narzisstische Führungskraft als solche nicht identifiziert ist, dann fragt man sich, ja, der hat doch ein tolles Unternehmen aufgebaut, aber jetzt kann sie nicht führen, die Menschen nicht führen. Und die Menschen zu führen ist ja wichtig, um das Aufgebaute dann auch tatsächlich weiterzutreiben. Und dann wird es schwierig. Das heißt, wenn die Kontrollmechanismen für Narzissmus nicht da sind, und wenn es nicht erkannt ist, dann wird es gefährlich. Und in der Wirtschaft sind die Kontrollmechanismen eigentlich da. Das ist bei Twitter jetzt ganz klar die Abmeldungen und auch die wenigen Mitarbeiter, die dann noch freiwillig gegangen sind. Das ist der Aufsichtsrat, das sind die Kontrollgremien eines normalen Unternehmens. Schwierig wird es dann, wenn der Narzisst im One-on-One in einem Mitarbeitergespräch dasteht und merkt, dass er nicht so hofiert wird, wie er es eigentlich gewohnt ist, wenn er ein Unternehmen führt oder gründet, und von seinen Mitarbeitern nicht so hofiert wird. Und dann wird es toxisch. Und ganz schlimm wird, wenn der Narzisst eben in der Familie auftritt, als Ehepartner auftritt und die Person, die ihm eigentlich ja vertraut, dann in den Grund bohrt, in den Abgrund treibt, weil die narzisstische Persönlichkeit eben nur sich selber sieht.